So, und damit herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute gibt es wieder einen neuen Statusbericht. Nämlich diesmal ist unsere wunderschöne K-System-Kreuzung dran, weil wir haben die bereits mit Abzweigungen ausgestattet, aber es fehlen noch die Stoppstellen, dass die Fahrzeuge überhaupt anhalten können. Und da müssen wir auch Decoder-Halterungen einbauen, dann auch die Decoder an diese Halterungen anschrauben, das Ganze verkabeln und dann auch die ganzen Ampeln vorbereiten und die auch einbauen, weil die Kreuzung will eine vollwertige Ampelanlage bekommen. Und zum Schluss das Ganze in Rockrail mittels Skript dann auch automatisieren, weil das wird wirklich super cool, da freue ich mich schon wirklich drauf. Und deswegen, ich würde sagen, da ist wirklich viel los, weil wir wollen ja nicht, dass unsere Fahrzeuge einfach hier bei der Kreuzung hier vorbeifahren, sondern auch damit interagieren. Und ich würde sagen, wir springen direkt rein und ich wünsche ganz viel Spaß. So, und jetzt geht es weiter ans K-System. Wir müssen die Stoppspulen jetzt noch montieren und da habe ich mir hierzu schon mal gleich den Fahrdraht hier markiert, einfach mit so 3 Strichen an jeder Seite der T-Kreuzung. Und so sehen ja die Stoppspulen aus und die kommen dann letzten Endes hier ungefähr drunter. So ein Teil ist ein bisschen, quasi da wo mein Finger ist, soll dann der Fahrdraht sein, analog eben zu den Fahrbahntrasten. Hier sieht man es ein bisschen auch eingezeichnet, kommen nämlich unten drunter so hin. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt. Ich werde jetzt erstmal mit einem normalen Holzbohrer dann ein Loch reinbohren, dass ich ungefähr weiß, wo ich dann rauskomme, wo ich dann unten den Loch reinbohren muss. Also oben ein kleines Loch und unten dann eben, da habe ich unten mit einem etwas größeren Bohrer, mit so einer Lochkreissäge oder wie das dann heißt, werde ich dann unten größere Löcher reinmachen, um dann eben nachher als Abschluss mit einem Forstner-Bohrer dann von unten, nämlich dann die, ich hoffe, man kann es sehen, diese Platte, diese Trägerplatte, die ich hatte oder ich hingemacht habe, da quasi ein Loch reinzubohren, um dann wirklich diese K-System-Strecken, dann die darf ich nicht anritzen, aber dass ich quasi eine dünnere Auflagefläche habe, damit das Magnetfeld auch wirklich dann durch kann. Weil so, ich habe es getestet, ist es zu dick, da kommt nämlich das Magnetfeld nicht durch und beeinflusst die Fahrzeuge nicht. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt. Und jetzt, ihr seht, ich habe schon ein paar Versuche gebraucht, das einigermaßen zu treffen, aber darum geht es ja gar nicht. Das wird eh nachher weggesäbelt. Sondern einfach, dass ich ungefähr dann weiß, wo ich dann ansetzen muss, dass ich dann einigermaßen in der Mitte bin. Wobei die Mitte, wie gesagt, die wird dann irgendwo hier sein. Das ist ja der äußere Punkt dann nachher alles. Deswegen, super. Lilly ist auch mit dabei, dem Staubsauger. Warte, ich mache erst an. Kann ich anmachen? Den kannst du jetzt anmachen. Ja, und die 3 Löcher sind jetzt fertig. Hier habe ich gar keinen Platz gehabt für ein Loch oder mit einem Forstner-Bohrer, dass ich da ansetzen kann, weil ja nämlich der Träger im Weg ist. Und deswegen habe ich jetzt hier einfach mit einem Dremel das Ganze weggemacht. Aber ich habe nicht das passende Werkzeug, bin ich ehrlich. Ich habe das jetzt mit verschiedenen Werkzeugen probiert und es dann einigermaßen glatt dann hingekriegt. Ihr seht, ist nicht ganz profihaft, aber es tut's, muss ich dazu sagen. Dafür aber die anderen, also einmal der hintere Teil, hat wunderbar funktioniert. Und hier auch, von dem ich habe es noch ein bisschen mehr nach links für euch quasi gezogen, weil ich hab dann gemerkt, ich war ein bisschen zu weit rechts. Deswegen die kleinen Fahrzeuge haben nicht angehalten, weil die natürlich ein bisschen schmäler sind und dementsprechend das Spulenmagnetfeld dann, wenn man es zu weit nach rechts hat, dann nicht mehr wirkt. Aber deswegen habe ich es ein bisschen nach links auch mit dem Dremel nochmal aufgeweitet und von dem her das passt. Alle Fahrzeuge halten an. Die Lilly hat mir fleißig geholfen und verspachtelt sind die Löcher für die Positionierung auch schon, beziehungsweise habe ich jetzt gerade verspachtelt, die sind noch frisch und ich würde sagen, lassen wir es trocknen und dann können wir die Fahrbahn wieder ganz normal abschmirgeln, abschleifen und dann mit Fahrbahnfarbe bemalen. So, und jetzt würde ich sagen, montieren wir mal so eine Spule hin. Wollte ich das mal anhand einer Spule mal zeigen, eben in unsere Ausbuchtungen, die wir gemacht haben und habe den Trafo auch schon so eingestellt, dass mit dem Powermodul nachher eben also der wandelt das Ganze ja in Gleichstrom um, also Wechselstrom zu Gleichstrom und da an der Spule eben 16 Volt rauskommen. Laut Faller sollen es 22 Volt ist quasi eigentlich die Betriebsspannung vorgesehen. Ich wollte das Ganze aber auf 16 Volt machen, eigentlich sogar noch weniger, um einfach zu vermeiden, jetzt bei der Kreuzung, die da ist, dass die Spulen nicht so schnell warm werden oder auch nicht so stark warm werden.
Und deswegen mit 16 Volt haben wir jetzt erste Ergebnisse geliefert, dass das eigentlich ganz zuverlässig funktioniert. Eben für die großen Fahrzeuge wie auch so kleine Fahrzeuge. Und die liegen auch schon bei mir da, weil ich würde das Ganze nämlich jetzt mit Heißkleber festmachen. Man soll es gar nicht auch festschrauben, steht in der Anleitung, sondern man soll es wirklich auch festkleben. Und da werde ich dann links und rechts eben das mit Heißkleber da was benetzen und dann eben unten in unserer Bucht oder Ausbuchtung dann hinkleben und dann ist direkt auch mit einem Fahrzeug oder mit 2 Fahrzeugen testen, einmal mit dem kleinen und mit dem großen, damit wir auch wirklich dann sehen können, dass es funktioniert. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt. So, und ich habe jetzt schon mal das Brett vorbereitet, an dem dann nachher die beiden Decoder fürs K-System dann hinkommen. Und zwar ist es vor allen Dingen für uns jetzt hier wichtig, dieser Teil, nämlich 24 cm lang und 12 cm hoch. Und ich lasse noch gleich ein zweites zuschneiden, was dann irgendwann mal später hinkommt, eben hinter die Anlage am Neubauteil, nämlich 44 cm lang und auch 12 cm hoch, wo dann eben auch nochmal Decoder bzw. auch die Beleuchtungsbausteine hinkommen. Und ich würde sagen, auf geht's zum Sägen. So, und jetzt haben wir das Brett ja fertig gesägt und ich habe es jetzt nochmal mit Schleifpapier und ein bisschen die Kanten überall bearbeitet, dass man da sich nicht verletzt. Und jetzt würde ich einfach mit ein paar Schrauben dann hier schön Winkel anbringen, damit wir das nachher auch wirklich an die Platte hinmachen können. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt. So, fertig und ich würde sagen, wir gehen an die Anlage. So, und willkommen an unserem kleinen Basteltisch. Und ich wollte euch nur mal ganz kurz zeigen, so sieht nämlich dann eine Ampel aus. Und da sind hier, ihr seht die Kabel und da sind noch überhaupt keine Widerstände dran. Und bei ungefähr 14 Volt Gleichspannung an der Anlage wäre das ein bisschen fatal bei den einzelnen LEDs, die einfach so anzuschließen. Deswegen werden wir jetzt hier noch ein paar Widerstände ranlöten, außer beim schwarzen Kabel. Das ist der gemeinsame Rückleiter, aber bei Rot, Gelb und Grün muss natürlich noch was ran und da habe ich schon ein paar Sachen besorgt. Und zwar kommt für Rot und Gelb einmal 6,8 Kilo Ohm zum Tragen und einmal 47 Kilo Ohm für die grüne LED. Und ich würde sagen, das machen wir mal eben. So, und jetzt habe ich mal die Ampel einfach mal an eine Gleichspannungsquelle angeschlossen und sieht doch wunderbar aus, funktioniert. Sieht am Handy zum Teil einfach ein bisschen heller aus, als es ist, wie ich finde. Aber ich bin dann auch gespannt, wie es dann eben eingebaut dann auch aussieht und wenn man es auch mal dunkel macht. So, ich habe jetzt eben noch mal am Schreibtisch noch mal Verlängerungskabel hier angelötet an jeder Ampel. Und bevor wir jetzt auch die Stecker festmachen oder dran machen, würde ich sagen, das machen wir am besten unter der Anlage, müssen wir ja erstmal die Ampeln auch hier ein Loch reinbohren und die dementsprechend befestigen. Und um genau zu wissen, wo wir die Ampeln hinmachen oder hinmachen können, habe ich jetzt schon mal die Stoppspule darunter aktiviert über den PC. Und wenn ich jetzt hier so mal so ein K-System-Fahrzeug hernehme, wissen wir hier schon mal, okay, da könnten wir ansetzen. Also hier an dem, zum Beispiel hier wäre eine perfekte Position. Ich nehme auch mal nochmal ein anderes Fahrzeug. Das wäre auch in Ordnung. Und dann auch nochmal so ein kleines Fahrzeug. Also deswegen auf jeden Fall hier können wir es machen. Ich habe nochmal so einen größeren LKW. Dann würde ich sagen, machen wir hier nämlich unsere Ampel hin. Und so sehen hier oben erstmal die Ampeln aus.
Also ich muss sagen, sieht doch gut aus. Und ich würde sagen, weiter geht's. So, und so sieht das Ganze jetzt fertig verkabelt aus, eben mit den Steckern, dass man auch die Ampeln eben tauschen kann. Und da wird vielleicht sicherlich noch der ein oder andere Kabelbinder wird noch hinkommen, aber ich glaube, das passt auch jetzt soweit. Und hier auch ordentlich Luft nochmal gelassen, weil wenn man das dann nachher dann irgendwann mal festzurrt, wenn dann noch ein paar Kabel werden noch hinkommen, eben, weil hier noch ein bisschen Platz bei den Decodern, und wenn die dann noch fertig sind, dann kann man das alles festmachen, dann wird sich das noch ein bisschen straffen und zur Not kann man das dann nochmal hier abkürzen. Super, ich glaube, wir können ans Programmieren gehen. Ja, und wir sind in Rockrail drin und ihr seht, die Ampeln schalten schon munter umher, genauso auch wie die Stoppstellen und die Abzweigungen. Und das Skript funktioniert wunderbar, muss ich dazu sagen. Also freut mich wirklich sehr. Mir sind noch 2 kleine Features oder Gimmicks eingefallen, die ich noch implementiert habe. Nämlich auf der einen Seite das Normalverhalten ist ja so, dass die Fahrzeuge dann immer anhalten sollen, wenn die Ampel rot ist. Das ist natürlich klar. Und es gibt noch 2 Varianten, die von geringerer Wahrscheinlichkeit auch dann zutreffen oder eintreffen vielmehr. Nämlich einmal die sogenannten Raser, die noch dann bis zu einer gewissen Schwelle auch über Rot noch drüber fahren. Und wir haben noch sozusagen die unsicheren Autofahrer, die schon bei Gelb bereits anhalten. Also deswegen, das ist dann zu einer, wie gesagt, geringen Wahrscheinlichkeit im Gegensatz zum normalen Verhalten eben noch mit rein implementiert, dass man so eine gewisse, ich nenne es als kleines Easter Egg, so eine spielerische Varianz hat, sage ich jetzt mal so. Also von dem her ist echt ganz lustig. Und das zweite ist noch die sogenannte Nachtschaltung. Also wir haben dann wirklich von 20 Uhr abends bis 6 Uhr morgens eben die Nachtschaltung aktiv. Das heißt, die geht automatisch an, sobald eben auch die Uhrzeit dementsprechend ist. Und ihr seht gerade unten, wir haben 15:10 Uhr. Und wenn ich jetzt die Uhrzeit am PC ändere, weil Rockrail immer auch die Uhrzeit vom PC hernimmt, dann geht ganz normal der Ampelbetrieb weiter. Das heißt, alle Stoppstellen und auch die Abzweigungen laufen unbehindert weiter. Aber die Ampeln, seht ihr auch, blinken jetzt gelb. Und dann hat man eben da auch noch ein schönes Feature eben bei Nacht, dass dann der Ampelbetrieb eben bei dieser kleinen Kreuzung nicht stattfindet, zumindest optisch nicht. So, da haben wir wirklich wieder einiges geschafft heute. Und wie so oft hat es natürlich zeitlich nicht ganz so hingehauen, wie man es eigentlich ursprünglich geplant hatte. Gerade das Verkabeln hat einfach seine Zeit benötigt, beziehungsweise auch das Skript erstellen und auch das Einpflegen nachher in Rockrail. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen, weil wir haben eine voll funktionierende Kreuzung hier bei uns mit K-System-Elementen und auch einer funktionierenden Ampel mit dazu. Also von dem her ist echt top geworden. Mich freut es wirklich sehr, eben mit den Features, die ich euch auch vorgestellt hatte. Und da aber eine kleine Anekdote dazu. Wir nutzen ja noch die analogen K-System-Fahrzeuge auch von Faller. Und deswegen so ist auch die Kreuzung dementsprechend aufgebaut. Aber für den Dauerbetrieb ist sie nach der Einstellung erstmal nichts. Nach den ersten Erkenntnissen, ich muss noch mal gucken, ob ich die Spannung reduzieren kann und trotzdem die Komponenten zuverlässig funktionieren. Aber jetzt, wenn man das jetzt mehrere Stunden laufen lassen würde, ich weiß nicht, das wird dann von der Abwärme her doch ein bisschen schwierig. Aber auch das Thema würde dann sich in nächster Zukunft, beziehungsweise in nächster oder vielleicht auch weiterer Zukunft, dann irgendwann mal erledigen, weil wir wollen ja irgendwann auch das K-System digitalisieren. Und wenn die Fahrzeuge digitalisiert sind, haben wir die Möglichkeit, natürlich nur die Komponenten zu schalten, wenn natürlich auch ein Fahrzeug in der Nähe ist. Deswegen, ihr hört die ganze Zeit immer das Klackern, deswegen die Komponenten schalten jetzt die ganze Zeit, eben weil es analog ist, eben in Zukunft dann nicht mehr und damit würde man auch der Abwärme einher werden. Das nur als kleine Anekdote dazu. Aber ich finde es trotzdem eine coole Sache und ich würde sagen, wir schauen mal, wie so ein K-System-Fahrzeug hier gleich mal losfährt. Und ich würde sagen, ganz viel Spaß wünsche ich euch noch, einen wunderschönen Moba-Sonntag und macht es gut, gell? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Boah, stark.